Hallo ihr Lieben, ich bin's Asteria und ich finde das ganz toll, dass du zu mir gefunden hast und ich würde heute widerlegen, du und dein Gegenüber, beziehungsweise was möchte dir dein Gegenüber mitteilen? Und ich bedanke mich schon mal im Voraus oder im Nachhinein. Ich war ganz überwältigt, so viele Likes und ich habe viele neue Abos bekommen und es hat mich teilweise total berührt. Das fand ich total toll. Also scheint das ja doch ganz gut zu sein. Und somit kann die Community natürlich auch wachsen und ja, und ich freue mich total darüber. Ganz, ganz vielen Dank euch allen. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Was möchte dir dein Gegenüber mitteilen? Ich hoffe, euch geht's gut. Da sind schon die ersten. Dann nehmen wir die doch mal eben. Was möchte dir dein Gegenüber mitteilen? Das sind schon mal interessante Karten. Da haben wir einmal die Gerechtigkeit für dich. Dann haben wir die 2 der Münzen. Dann haben wir den Gehängten. Und wir haben die Kraft. Also, im ersten, ich kläre das gleich mal ab mit den Lennemer-Karten. Also meine Decks, die könnt ihr alle in der Infobox sehen, die ich verwendet habe. Da stehen sie alle drin mit dem Verlag. So, jetzt geht's aber los. Also dein Gehängter hätte ich schon fast gesagt, dein Seelenpartner, dein Partner, dein Wunschpartner, ja, deine Zwillingsflamme, was auch immer, und du wirst es wissen, fühlt sich derzeit etwas ungerecht behandelt. Und zwar von außen. Ja, die 2 der Münzen ist so eine Karte, wie soll ich mich entscheiden? Ich kann jetzt im Moment nicht. Das ist der Gehängte, das ist ein Stillstand. Also der hat im Moment gerade, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, ist er wahrscheinlich noch im Selbstmitleid oder ja, der fühlt sich im Moment nicht wohl. Und dafür braucht er wirklich Kraft, um diese Entscheidung, diese Ungerechtigkeiten wieder glatt zu bügeln. Ich weiß nicht, wo diese Ungerechtigkeiten herkommen. Vom Job, von dir, von Familienseite, von Freundeseite, also von einer anderen Situation, die mit all dem nichts zu tun hat. Das weiß ich jetzt nicht, aber wir gehen dem mal auf den Grund. Gucken wir mal. Die Gerechtigkeit. Wieso fühlt er sich ungerecht behandelt? Was ist der... Ah ja, okay, da steht, irgendwas hat da wohl zu lange gedauert, auf was er gewartet hat. Das ging einfach, das war zu lange. Und das war ungerecht, das hätte schneller gehen können. Vielleicht wartet er auf irgendwas, ich weiß nicht, eine Antwort oder einen Brief oder ihr wisst das schon. Er will es dir ja mitteilen durch diese Karten. Gucken wir mal auf die 2 der Münzen. Wie soll er sich entscheiden? Eine Karte zur Klärung, 2 der Münzen. Eine Karte bitte. Ja, das hat mit der Arbeit zu tun. Der Anker steht für Arbeit. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja, der Anker steht für Arbeit. Das hat mit seinem Job zu tun und nicht mit dir oder mit der Familie oder Freunde oder sonstiger Situation. Das hat mit dem Job zu tun. Wahrscheinlich dauert irgendetwas zu lange. Vielleicht hat er sich beworben und es kommt keine Antwort oder man hat ihm was versprochen, was nicht gehalten worden ist und dauert und dauert. Ja, und deswegen ist er im Stillstand. Und gucken wir mal auf die Karte der Gehängte. Der Gehängte ist auch derjenige, der so versucht, einen Überblick zu finden, ne? Ja, also er meinte, das regelt sich von alleine, deswegen ist er im Stillstand gerade. Ja, er ist im Stillstand und wartet jetzt einfach ab, weil die warten ja auch, ne? Ja, es ist ja nicht fair. Und das ist so, als wenn das sein soll. Ja, aber das Schicksal sagt ihm, also Gott ist am Ruder, sagt ihm, warte ab, da kommt was.
wollen wir doch mal sehen. Was hat die Kraft denn zu bedeuten? Tja, du gibst ihm Kraft. Das ist die Liebe. Du gibst ihm Kraft. Du stehst ihm jetzt gerade bei. Ne? Und der ist so ein bisschen gefrustet. Tja, der ist ein bisschen gefrustet, das stimmt. Wir gucken mal weiter. Wir gucken jetzt mal weiter. Wie geht das denn weiter? Wie geht es denn jetzt weiter? Da haben wir einmal die 6 der Stäbe, dann haben wir 5 der Schwerter, oh je, dann haben wir den Page der Münzen, wir haben den Page der Kelche, viel Pagenenergie hier, und wir haben die Liebenden. Also du bist doch eine ganz große Stütze, ne? Muss ich ja sagen. Also hier scheint sich was zu bewegen, denn du reißt die Arme hoch und bist auf Siegerkurs. Aber das geht ja um die Arbeit. Und hier sind die 5 der Schwerter. Da geht es auch, wahrscheinlich hat es vorher auch einen Streit gegeben. Ja, um Geld, um Lohnerhöhung oder sonst irgendwas. Und das hat ihn total niedergehauen. Ja, und hier haben wir den Pagen der Münzen. Der Page der Münze versucht jetzt aber auch ein bisschen in die Mitte zu kommen. Und hier ist der Page der Kelche. Das ist, ja, das ist ein Träumer, ne? Und hier ist wieder die Liebe im Spiel. Die Liebenden. Wir gucken, wir tüfteln das mal auseinander, was er dir diesmal zu sagen hat. Was hat denn die 6 der Stäbe zu sagen? Was will der damit machen? Mit den 6 der Stäbe. Bitte gib mir eine Karte, eine Antwort bitte. Na, dann nehmen wir die raus. Ja, er will sich auch dran binden, ne? Er will einen bindenden Vertrag, weil der Ring steht auch für Verträge. Er will das, was da ist, bindend machen. Ne? Das braucht er unbedingt. Und hier sind die Lilien, und die Lilien heißt, das kann eine Familienkarte sein, steht aber auch für Sexualität. Ja, aber mit der Arbeit hat er natürlich, oder du bist eine Arbeitskollegin, die er liebt. Auch möglich, kommt mir gerade so rein. Das ist natürlich auch möglich, dass ihr ein Auge aufeinander habt, ne? Und dass du sie auch mit einbeziehst, was deine Sorgen sind. Weil diese Karte, die steht für Familie oder für Sexualität oder für Zusammenhalt, also Verbund. Ne? Es könnte natürlich auch sein, dass das auf der Arbeit war, ne? Oder intern damit verbunden ist. Ich gucke mal hier auf den Pagen der Münzen. Der Page der Münzen. Ja, der Page der Münzen ist auch eine Art Heilungskarte, eine Balance, ne? Und du machst den Rückzug. Aber das hast du hier ja auch mit den Gehängten in der gleichen Reihe, dass du einen Stillstand hast, einen Rückzug, ne? Sonst steht der Turm, wenn er alleine steht, für Einbruch, Zusammenbruch, ne? Aber auch ein Rückzug. Ja, und hier ist der Baum, das ist eine Heilungskarte, allerdings auch eine Ahnenkarte, aber die hat damit wenig zu tun, weil der Anker auch für die Arbeit steht, ne? Tja, wollen wir doch mal weiter gucken. Gucken wir mal auf den Pagen der Münzen. Da bist du eindeutig, er ist ein Träumer. Ja, hier haben wir das Herz bei der Kraft. Ja, da haben wir das Herz, das sind also wie die Liebenden. Ja, und hier, der träumt immer, das ist so ein bisschen so, der träumt von Wolkenkuckucksheim, der hat eine wahnsinnige Fantasie, der träumt von dir, ne, weil du bist gefallen und die Sonne. Also der ist total verliebt in dich. Also so richtig mit Herzklopfen und Co. So richtig volle Elle. Das scheint auch so ganz frisch zu sein, also mit Schmetterlinge im Bauch und so. So kommt mir das rein hier. Gucken wir mal auf die Liebenden. Was möchten denn die Liebenden sagen hier? Da kommt's. Das ist der Brief. Also du kriegst jetzt irgendwann einen Brief. Der will dir schreiben, denn du bist so in seiner Fantasie drinne. Und du hast ihn aber auch unterstützt mit den Sachen. Also
das scheint, ihr kennt euch und er spricht sich oft aus. Ja, macht sich wahnsinnig viele Gedanken, ja, weil er war ja unzufrieden. Vielleicht gab es auch einen Streit wegen Geld auf der Arbeit. Ne? Er will sich festigen und hier wird ja ein Vertrag auch irgendwie gefeiert. Ja, und jetzt hat er Zeit für die Liebe. Also mehr Liebeskarten gibt es ja schon fast nicht. Das ist, ich guck mal, du fällst unter den Pagen, ja. Der träumt von dir und total schön. Dann kommt die Kraft, ja, und du hast ihm die Kraft gegeben, das ist auch das Herz. Und dann kamen die Liebenden und dann die Schriftzug. Und hier, die Sonne kam ja auch noch, habe ich unterschlagen. Also der ist total verliebt, absolut. Und du bist in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Und mir kommt auch rein, dass du jetzt so entweder eine WhatsApp, eine schriftliche oder eine E-Mail oder was weiß ich, du kriegst jedenfalls eine schriftliche Benachrichtigung. Der wird dir schreiben. Der hält das ja gar nicht aus. Der träumt sich das alles so zurecht und deswegen schreibt er dich an. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe, dass du auch in ihm verliebt bist, dann wird es ja passen. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch aussprechen, ne? Das wäre fair. Aber das ist, ja, aber so wie das aussieht, bist du eine Arbeitskollegin. Kann sich natürlich auch ändern, aber oder hast damit zu tun gehabt, keine Ahnung, irgendwas war da. Irgendetwas ist das gewesen. Wir können ja mal in seine Gedanken reingucken. Also ich habe da so ein paar Orakelkarten. Das können wir ja mal machen. Was will er dir sagen? Gucken wir mal erst auf die Kraft. Die Kraft. Oh, das waren aber viele. Ei, wie viel haben wir denn da? Nee, das sind zu viele. Das ist eine halbe Kartendeck. Die Kraft. Eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Da kommen schon wieder so viele. Eine Karte. Oh, da ist sie. Da ist sie. Was haben wir denn hier? Erfüllung, großes Glück, Genuss, Freude, Dankbarkeit und die Zahl 4. Also achte mal auf die Zeichen 4. Das kommt hier so rein, ne? Und jetzt möchte ich gerne, weil er dich in Gedanken hat hier, mit der Sonne sogar, das heißt ununterbrochen. Ununterbrochen ist der irgendwie, das sind 5 Stück. 5 Stück. Ich mische die und ziehe eine. Ich mische eine. So, und jetzt ziehe ich eine. Sie sind ja alle verkehrt gefallen. So, die soll es sein. Klammern, Festhalten, Verlustangst, Starrheit, Geiz, Gefangenschaft. Also er ist selber in sich gefangen, ne? Der hat Verlustängste, der hat Angst, dich zu verlieren. Der klammert. Steht hier auch, Klammern. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr das sehen, wenn ich das in eine Kamera halte? Ich weiß auch nicht, da müsste ich aufstehen, aber ich mache es jetzt einfach, um ihr versucht, das zu lesen. Also Klammern, Festhalten, Verlust, Angst, Starrheit, Geiz, Gefangenschaft. Der ist in seinen eigenen Gefühlen gefangen. Na? Also ich muss das mal anders legen, dass ihr das sehen könnt. Ich glaube, das könnt ihr alles gar nicht sehen. So machen wir das, so. So geht das. Und jetzt gehen wir mal auf den Brief. Also irgendwie, der ist ja voll, und deswegen, also vielleicht hast du ihm auf irgendeine Art und Weise arbeitstechnisch geholfen, dass er jetzt einen Vertrag bekommt. Oder du bist die Arbeitskollegin. Ja, und hier habe ich auch so, kommt mir so rein, der kann sich auch nicht konzentrieren und ist teilweise auch so gereizt. Ja, ja, hier ist ja die Karte auch der Sexualität. Der denkt auch zu viel an dich. Und vielleicht konnte er sich auch nicht konzentrieren, weil das alles so lange dauert, ne, wo er sich drauf beworben hat. Und dann kam er in Stillstand, ne? Denn der Stillstand steht auf ihn. Genauso wie das Schicksal, ne?
Und da kommt mir doch so rein, das hat alles mit dem Job zu tun. Ja, ich gucke mal hier auf die Arbeit. Mal sehen, was sagen denn da die Karten? Was sollen die Karten sagen? Was will er dir mitteilen mit dem Job? Was wird daraus? Was hat das mit dem Ring auf sich? Das ist auch eine, wunderbar. Haus, Wohnung, festes Fundament, willkommen sein, seinen Platz finden, angekommen sein, am Ziel, Herbst. Könnt ihr das sehen? Ich mache es nochmal da reinhängen und dass ihr das nochmal seht. Also Haus, kann eine Wohnung, also ein festes Fundament, der will irgendwo ankommen, ne? Und der braucht seinen festen Platz und er will ans Ziel kommen. Aber bis Herbst wird das wahrscheinlich noch dauern. Ich glaube, da arbeitet er auch dran. Deswegen will er auch mehr Geld. Ja, und das kriegt er auch. Bloß es dauert noch. Aber ich hoffe nicht bis zum Herbst. Aber ich hoffe, dass er nicht bis zum Herbst warten muss. Denn das ist ja euch geschuldet, ne? Ihr müsst da jetzt erstmal gucken. So, und dann ist hier dieser, der hat richtig Kopfschmerzen. Der denkt und denkt und denkt und denkt, wie du dich wahrscheinlich entscheidest. Oder der Arbeitgeber, wie das mit deinem Geld dann auch aussieht. Da hast du richtig Ängste. Auch da will ich mal gucken, was hat das damit auf sich? Oh, die muss ich auch noch mal. Das eins. Ich ziehe ja jetzt eine. Aber diese hier. Kurzer Weg, unterwegs im Auto, Fortschritt, Aufbruchstimmung, Unternehmenslust. Ja, Aufbruchstimmung. Ja, der will irgendwann mal vorwärts kommen. Das kann ich mir vorstellen. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das in den Kommentaren schreiben, weil ich sehe das auf dem Video nicht, weil ich es hochhalte und so einen hohen Hals habe ich nicht und aufstehen tue ich nicht. Ich habe es euch ja vorgelesen. So, und ich lege das hier mal hin. Also das sind ja interessante Neuigkeiten. Also der hat wirklich, der baut hier ein Luftschloss gerade. Und ich hoffe, diese Seifenblase platzt nicht und du spielst mit und du liebst ihn auch. Kann ja alles sein, ne? Und du liebst ihn auch. Oh Mann. So, jetzt lege ich noch mal ein Herzchen. Mache ich auch noch mal. Mal ein Herzchen legen und dann mal sehen, was die sagen. Ein Herzchen für den Wunschpartner. Für dieses Reading bitte ein Herzchen. Die lassen sich nicht gut mischen. Muss ich ja mal schimpfen. So, was haben wir denn hier? 2 Herzchen. Balance. Eine richtige, gute Beziehung bietet halt Herausforderungen zugleich. Und da denkt er natürlich dran, ne? Könnt ihr das erkennen? Ne? So, und das andere ist, deine Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Also da glaubt er ganz fest dran, ne? Da glaubt er ganz fest dran, dass das, was er sich wünscht, das ist ja eigentlich die Karte, ja, die das eigentlich zusammenfasst. Ja, der schwebt schon so irgendwie ganz, der hebt so ab. Ja, das Glücksschwein ist da. Ja, und da hat er hier so ein Herzchen aus Luft und der hat Herzklopfen. Seht ihr die Pfeile, die da vom Herzen, von der Brust? Also der ist voll in Gedanken, der ist sowas von verliebt in dich. Ja, und da bist du ja auch gefallen. Ja, du bist gefallen und der hat so richtig hier Verlustangst und der klammert richtig, ne? Also das ist, der ist volle Elle verliebt in dich. Ich will auch gleich mal gucken, was in dem Brief steht. Das muss ich auch gleich mal machen. Aber jetzt haben wir jetzt die Herzchen gelegt. Und das muss ich noch einmal machen. Ich will mal eben gucken. Ich will mal eben sehen, was mit dem Brief ist. Schon wieder. Die kleben so, deswegen fallen die auch immer so. Entschuldigt bitte, aber anders geht das nicht. Soll so sein. Mit der Zeit, die sind auch noch nicht alt. Die sind also so glänzend, ne? So, jetzt ziehe ich eine. Und zwar Autoritätsperson, Macht, Dominanz, Arzt, Anwalt, Makler, Chef, eigener Chef, Selbstständigkeit. Also er will dir wahrscheinlich von dem Ergebnis erzählen oder
Also nichts mit Liebe und Herzschmerz oder so, sondern er möchte das so ganz diplomatisch machen auf dem Arbeitsweg. So kommt mir das rein hier. Ja, erzählen, dass er Erfolg hatte. Und so kommt er auf dich zu. Dass er dann auch genau weiß, was er will. Und was er will. Und dann schreibt er dir dann so, ja, es hat geklappt mit der Arbeit, wie findest du denn das? Und eigentlich wäre es ja ganz schön, eigentlich arbeite ich ja auch so auf dem Haus hin und so und ich mag dich so gern. Und naja, ihr kennt euren Gegenüber ja sowieso. Aber der betet richtig dafür, ne? Der ist so richtig stark unterwegs zu dir. Also seelisch und ja, macht sich auch sehr, sehr viel Kopfzerbrechen dafür, ne? Mhm. Der hat das nicht einfach im Leben, aber vielleicht ziehst du mit. Vielleicht ist das auch dein Wunschpartner. Das wäre dann ja, das wäre ja Sahne. Also ich lege da jetzt noch mal eben so ein Liebesorakel oder Engel der Liebe-Orakel, genau, so heißt das. Eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Das war sie. So. Hochzeit, Hochzeit. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Ey, der macht dir gleich einen Heiratsantrag. Der macht dir sofort einen Heiratsantrag. Donnerwetter. Also wir gucken jetzt mal unter die Decks, ne, die ich verwendet habe. Also, gucken wir erstmal hier runter, was wir hier haben. Da haben wir die 3 der Kelche, da wird gefeiert, da wird zusammengehalten, da wird, ja, weiß ich nicht, also man ist sich einig, man freut sich. Ja, es sind mehrere Personen involviert. Vielleicht hat er auch das irgendjemandem erzählt und er hilft auch dabei, dass ihr da enger zusammenkommt. Denn hier sind auch die Sterne und Sterne heißt eigentlich Klarheit und Wunscherfüllung. Das haben wir als erstes unter den Karten. Dann haben wir hier die, wie heißt das noch? Meine Orakelkarten. Die haben keinen richtigen Namen, ne? Das muss ich dazu sagen. Das waren einfach Orakelkarten, stand da drauf. So, das hieß Geschenk, Geschenk teilen, geben, großzügig, Versöhnung und Hilfe. Ja, den kennst du schon länger. Der ist ganz großzügig. Auch mit seinen Informationen ist er großzügig. Und deswegen auch die mehreren Personen hier. Und jetzt gucken wir mal unter das Herzchen. Und das Herzchen, komm, dreh dich um. So, okay, deswegen sind die Lilien hier gefallen. Die Lilien stehen auch für Sexualität. Also, hier steht sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Oh, ist ja cool. Also hier, also das klappt ja auch, ne? So, und jetzt gehen wir nochmal auf die, so, und ich denke mal, ihr kommt zusammen. Er versucht das alles und er versucht das über die Öffentlichkeit. Also er wird dich selber nicht besuchen oder dich einladen zu ihm. Denn wenn ihr euch kennt, entweder passiert das, dass er spricht mit der Arbeit, also öffentlich, oder ihr trefft euch irgendwo. Oder ihr macht eine Party, weil hier sind ja auch, das können auch Arbeitskollegen sein, dass das irgendwie Geburtstagsparty oder sonst irgendwas ist, jedenfalls wo ihr eingeladen seid, ne? Und jetzt haben wir nochmal das Orakel. Was haben wir hier? Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Natürlich bist du das. Ja? Dich hat man zu respektieren und wertzuschätzen. Ja, und das tue ich mal hier hin. Ey, das ist eine ganz, ganz tolle Legung. Und ich habe gedacht, das hat mit ihm gar nichts zu tun. Das hat ja voll mit ihm zu tun. Der will ein Nest bauen. Also sei bereit, überlegst dir, das wird gut. Weil der versucht jetzt schon irgendwie to get more money. Und ich sag mal einfach ausgedrückt, ne? Und versucht hier sein Nest zu bauen. Ne? Wohnung, festes Fundament. Also der ist ganz, ganz fest davon überzeugt, dass du die Richtige bist. Und die Hochzeit liegt hier sogar, ne? Und der macht das so ganz gewieft hier. Also er liebt dich ja wie verrückt, ne? Hier. Und dann schreibt er dir ja auch einen Brief.
oder zeigt den Brief, keine Ahnung, also Autoritätsperson, versucht jetzt so ein bisschen so von der Liebe abzulenken, ne, um dann an dich ranzukommen, kommt so rein. Ja, und dass er dann erst sagt, so, ich habe jetzt mehr Kohle gekriegt und auch ist das geil. Vielleicht ist er Arzt, Anwalt, Maklerchef, ein eigener Chef, ist er vielleicht sogar selbstständig und hat da ein Gespräch gehabt mit einem, was weiß ich, Kumpel oder so. Ich weiß es nicht. Oder hat einen dicken Auftrag an Land gezogen, ne, dass er da mehr Geld kriegt. Aber auf alle Fälle will er auf diese Schiene an dich rankommen. Weil er dich auch kennt und respektiert und will nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ne? Das will er auf keinen Fall. Ja, der ist schon nicht doof. Der weiß schon ganz genau, was er will. Denn die Kraft dazu hat er. Auf jeden Fall. Na, aber trotzdem, nach wie vor macht er sich ja Gedanken. Ne? Es ist fünf der Schwerter, das heißt, ich verteidige mich, ich bin gereizt. Ne? Und ja, und wenn man dann so lange warten muss, dann ist das ja klar, dass man gereizt ist. Ne? Ja, aber der ist unterwegs zu dir. Kurze Wege, unterwegs mit dem Auto, Fortschritt. Der kommt auf dich zu. Der kommt definitiv auf dich zu. Und hier stand ja Herbst und da muss das alles schon erledigt sein. Ich hoffe, ich werde zur Hochzeit eingeladen. Ne? Merkt euch die Legung. Na, hoffe ich mal, dass das so passiert. Ja, also das sieht sehr, sehr schön aus. Und der hält auch nicht hinterm Berg. Der erzählt auch, dass er sich in dich verliebt hat oder dich liebt oder auch mehr möchte. Und dass du die Einzige bist, mit der er reden kann, mit der er die Probleme bewerkstelligen kann. Dass du die Einzige bist, die ihn versteht. Denn manchmal ist es auch so, da versteht man sich nicht so gut. Ne? Und manche Legungen von mir, die sind genau das Gegenteil. Da ist er wirklich in Schwierigkeiten und da droht es dann auseinanderzubrechen, ne? Auseinanderzugehen. Manchmal ist es ja auch das Beste. Aber in diesem Fall seid ihr gar nicht zusammen, sondern kommt zusammen. Tja, lasst es mich doch mal wissen, wie ihr meint, wie das so geworden ist. Das würde mich brennend interessieren, wie das ausgeht oder ausgegangen ist. Denn das passiert jetzt die nächste Zeit. Ne? Ich will nicht Tage, Monate oder warum irgendwas sagen, Zeit. Ich sage die nächste Zeit. Ne? Und das wisst nur ihr. Also die Karten sind einmalig klasse. Es sind durchweg positive Karten drin. Bis auf, dass er sich sehr viel Gedanken macht und ein bisschen gereizt ist. Aber das legt sich ja, ne? Also er hat schon eine Strategie, hat er schon, wie er an dich rankommt. Und der träumt Tag und Nacht von dir. Du bist also wirklich die Sonne für ihn im Herzen. Ne? Das ist schon toll. Und er wird dir auch wahrscheinlich was schenken. Das wird auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ihr Lieben, das war die Legung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr mir eine ganz große Freude machen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Dann verpasst ihr keins meiner Legungen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Eure Asteria.